Kann ich jeden Motor aufladen bzw. auf Turbo umbauen? Das erkläre ich euch im heutigen Video. Eine der häufigsten Fragen, die wir meist vor allen Dingen persönlich auf Messen und auf Rennveranstaltungen kriegen, ist: Ich habe das Fahrzeugmodell XY, ich habe den Motor XY, kann man den auf Turbo aufbauen oder auch auf Kompressor? Deswegen dachte ich mir, ich erkläre euch mal anhand unseres Messemotors im heutigen Video, was man auf jeden Fall grundsätzlich benötigt und welche Dinge vielleicht eher optional sind bei einem Motor, der vorher noch nicht aufgeladen war. Bei einer Aufladung sprechen wir grundsätzlich davon, dass der Motor extern zusätzlich mit Luft versorgt wird, und zwar unter Druck. Okay, wo wollen wir denn eigentlich anfangen? Und zwar, was ist denn das Wichtigste zuallererst neben dem Turbolader oder dem Kompressor, den ich benötige? Und zwar, natürlich muss ich die Verdichtung anpassen. Das heißt, ich muss die Verdichtung reduzieren. Der Saugmotor erzeugt nämlich seine Leistung aus der Drehzahl und der relativ hohen Verdichtung. Beim Turbolader oder beim aufgeladenen Motor ist das eher durch den Ladedruck. Ja, natürlich spielt da auch eine gewisse Verdichtung eine Rolle. Ich kann ja nicht einfach hier auf 1 zu irgendwas gehen. Das muss natürlich immer noch im Verhältnis sein, aber es ist deutlich geringer als beim reinen Saugmotor. Was heißt genau Verdichtung reduzieren? Und zwar, ihr seht ja hier einen Kolben und hier seht ihr die Kopfdichtung und hier seht ihr die Ein- und Auslassventile. Und die zusammen ergeben den Brennraum. Das Problem bei Ottomotoren ist, wenn ich die auflade, ohne dass ich die Verdichtung entsprechend reduziere, dann habe ich das Problem der unkontrollierten Verbrennung bzw. der dann im Endeffekt mageren Verbrennung, Klopfen, Klingeln, wie man es auch nennen will. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, hier entstehen dann sehr heiße Hotspots, entweder am Kolbenhemd oder auch hier am Auslassventil, Sitzring oder auch, ja, ich sag mal, zur Kopfdichtung hin, und die fressen sich richtig weg. Da können schlimmstenfalls sogar Stücke rausbrechen. Entweder mache ich das, indem ich eine dickere Kopfdichtung verbaue. Hier ist zum Beispiel auch eine dickere. Das heißt, das ist praktisch eine zusätzliche Einlage hier drin, die das Ganze eben, ja, den Kopf etwas höher setzen lässt. Dadurch wird natürlich hier zusätzlicher Raum geschaffen und dadurch reduziere ich natürlich meine Verdichtung. Denn mit Verdichtung reduzieren ist nicht gemeint, dass ich den Raum hier enger mache, sondern größer. Die zweite Möglichkeit ist, ich kann ganz klassisch über einen anderen, meist im Vorteil geschmiedeten Kolben gehen. Der Kolben hat eine tiefere Mulde, schafft so also auch mehr Raum, damit eben die Verdichtung auch reduziert wird. Ich kann auch über den Brennraum des Zylinderkopfs gehen. Das sollte natürlich auf jeden Fall nur bitte vom professionellen Motorenbauer gemacht werden und nicht jetzt irgendwie von euch zu Hause mit einem Dremel. Nichts gegen euch, ich kann das auch nicht, sondern dafür braucht man spezielles Werkzeug. Und vor allen Dingen, es wird sehr, sehr teuer, wenn man einmal in die falsche Stelle reinfräst oder abrutscht. Was mein Kameramann eben noch mal erwähnt hat, ist natürlich auch noch als vierten Punkt erwähnenswert, und zwar die Ventile selbst. Wir bieten ja von Supertech Ventile an, Ein- und Auslass. Und die gibt es ja so mit sogenannten Deep Dish. Das heißt, ihr habt so eine Mulde in den Teller drin, der natürlich auch noch mal minimal sozusagen mehr Brennraum schafft und die Verdichtung reduziert. Also haben wir Thema 1, Verdichtung reduzieren. Was wäre das nächste? Turbolader. Genau. Und zwar, was ihr da nehmt oder Kompressor, ist relativ egal. Beim Turbo braucht ihr natürlich den Turbolader. Ihr braucht einen geeigneten Abgaskrümmer. Was macht ihr also zuallererst, bevor ihr überhaupt das allererste Bauteil kauft für euren Motor? Ihr schaut, ob es einen Turbokrümmer gibt. Denn ohne den wird es schwierig. Es sei denn, ihr seid des Wickschweißens mächtig und habt ziemlich gute Möglichkeiten zu CNC-Maschinen und könnt euch so eine Flanschplatte selber fräsen oder gar lasern. Wenn keiner gelistet ist, nicht gleich aufgeben. Ihr könnt uns anrufen. Wir können in der Regel für alle Krümmer eine Rohrkrümmer-Version aus Edelstahl anfertigen lassen. Okay, wir wissen, wir haben den Lader. Ob internes oder externes Wastegate ist euch selbst überlassen. Beim externen Wastegate müsstet ihr sozusagen noch eine Öffnung schaffen mit einem Anschweißpunkt und einem Flansch, oder das macht eben dann der Schweißer. Damit könnt ihr den Ladedruck regeln. Wir bleiben noch kurz beim Turbo, bei der Peripherie. Ihr braucht auf jeden Fall eine Ölzulaufversorgung, dann eine Ölrücklaufleitung,
Auch Wasseranschlüsse, die sind nicht immer bei allen Turbolader-Modellen zwingend notwendig. Es gibt auch welche, die sind nur Öl geschmiert und Öl gekühlt. Zum Beispiel die meisten von Precision Turbo sind so, genauso wie von Airworks. Wir bieten zig verschiedene Varianten von sogenannten Ölrücklauf-Anschlussflanschen, die ihr dann entweder direkt verschrauben könnt, wenn ihr so eine geeignete Fläche habt an der Ölwanne. Oder wir haben sogenannte Dash-Aufschweißstutzen, so habe ich das persönlich immer gemacht bei den Stahlwannen und habe die dann einfach hier aufgeschweißt. Also ein Loch gebohrt, dann aufgeschweißt und dann kommt hier einfach die Dash-Leitung ran. Das wäre jetzt die Seite von der, ich sag mal, die heiße Seite. Ja. Downpipe, wisst ihr alles, Hosenrohr, Hitzeschutz. Okay, geht ja erstmal darum, was ist zwingend notwendig. Das heißt, fassen wir nochmal ganz kurz zusammen, damit wir nicht alles vergessen. Wir müssen beachten, gibt es überhaupt einen Turbokrümmer für meinen Motor? Beziehungsweise kann ich mir einen fertigen lassen? Gibt es Kolben oder wie kann ich die Verdichtung reduzieren? Und danach kann ich dann den Turbolader wählen. Gehen wir zum Zylinderkopf. Empfehlenswert auf jeden Fall geeignete Zündkerzen, weil die Zündkerzen für aufgeladene Fahrzeuge einen anderen Brennwert haben. Man sagt sogenannten kälteren Brennwert. Das heißt, die können die Hitze auch mehr ab. Da auch auf den Elektrodenabstand achten, dass der richtig ist. Ist der zu groß, kann es passieren, dass ihr bei hohen Ladedrücken oder bei relativ hohen Ladedrücken das Problem habt, dass der Motor irgendwie so ein bisschen stottert. Kann aber auch, nächster Punkt, Zündspulen. Achtet darauf, dass entweder eure Zündspulen, vielleicht können die das ab. Ja, das kann man natürlich vorsichtig testen, wenn man ein Klopftool ranhängt und eine Probefahrt macht, beziehungsweise der Abstimmer wird euch sowieso sagen, wir brauchen die Zündspule oder die ist empfehlenswert und die Kerze. In dem Zuge natürlich auch Ventiltrieb verstärken. Das heißt, geeignete Auslassventile, die natürlich extrem hitzebeständig sind. Am besten aus Inconel, so wie die von Supertech, bieten wir auch an. Also es gibt auch normale von Supertech für den Saugerbereich. Für Turbo würde ich immer die Inconel-Varianten empfehlen. Die gibt es natürlich auch in verschiedenen Durchmessern, aber wir gehen ja erstmal davon aus, was zwingend notwendig ist. Auslassventile prüfen. Bei manchen Modellen sind die einfach aus dem Material gemacht, dass auf Dauer das nicht aushalten wird. Wie kriegt ihr sowas raus? Schaut einfach nach, ob ihr bei uns im Shop oder bei Supertech im Katalog geeignete Auslassventile findet. Wenn ja, ist davon auszugehen, dass die Serien-Auslassventile nicht auf dauerhaft für hohe Leistung oder für hohe Belastung ausgelegt sind. Oder leider gibt es dann für euren Motor dann doch kein Ventil und ihr könnt dann entweder das Risiko eingehen, ich probiere es, vielleicht funktioniert es, oder ihr sagt, okay, nee, das Projekt ist von vornherein gestorben. Wenn ich mehr Ladedruck habe, erzeuge ich auch mehr Verbrennungsdruck. Das wirkt sich auch auf die Ventilöffnungs- und Schließzeiten auf, weil wir dort sozusagen gewaltige Kräfte haben, die auf die Ventile wirken. Und natürlich brauche ich dann auch eine geeignete Gegenkraft, die dafür sorgt, dass entweder mein Ventil nicht unnötig aufgedrückt wird, zum Beispiel durch zu viel Abgasgegendruck, ja, oder auch nicht zu früh schließt und öffnet, weil das vielleicht die Feder zu weich ist und der Ladedruck aber dementsprechend das Ventil aufdrückt. Der nächste wichtige Punkt wäre dann richtig Kraftstoffversorgung. Kurz Positionswechsel und zwar Kraftstoffversorgung, ganz wichtiges Thema, weil ihr benötigt ja dadurch, dass ihr mehr Druck oder mehr Luft in den Brennraum presst, auch mehr Kraftstoff, um den geeignet zu verbrennen, um die Mehrleistung zu erzeugen. Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall so eine Innentankpumpe oder Außentankpumpe, das ist egal, die eine erhöhte Förderleistung hat. Welche das ist, von welchem Hersteller, egal ob Fuel Lab, würden wir natürlich empfehlen, könnt auch eine von Aeromotive nehmen oder von Valbro, das ist euch selbst überlassen, oder auch von Datchworks. Dann natürlich neben der Kraftstoffpumpe auf jeden Fall größere Einspritzdüsen. Größer meine ich nicht länger und breiter, sondern mit einer erhöhten Durchflussmenge. Das ist ganz wichtig, denn wenn ihr mehr Kraftstoff haben wollt durch die Pumpe, dann muss dieser Kraftstoff auch, also dieser Mehrkraftstoff auch irgendwo durch die Düsen durch. Sind die Düsen zu klein, also haben die sozusagen ein zu kleines Ventil oder das Magnetventil ist zu klein oder die Öffnung, dann reicht eben die Durchflussmenge nicht und dann bringt euch das gar nichts, wenn ihr eine größere Kraftstoffpumpe habt. Das heißt also größere Einspritzdüsen. Wir bieten im Shop diverse Einspritzdüsen an mit verschiedenen Adaptern und Längen und Durchflussmengen. Und die Düsen sind natürlich auch noch vorwiegend gematcht. Also wir bieten sie auch als gematcht an. Das heißt, ihr könnt sicher sein, dass alle 4 Düsen
nahezu 100% identisch die gleiche Durchflussmenge haben. Wenn ihr nämlich irgendwo online bestellt, wo das nicht der Fall ist, dann gibt es da häufig mal Abweichungen von bis zu 30%. Ja, 30 hatten wir schon. Kannst du mal einen Turboservice fragen. Dann gibt es natürlich noch, das ist jetzt was Optionales, Einspritzleiste und Druckregler. Eher optional, sage ich, falls eure Düsen mit den Adaptern zu eurer bisherigen Einspritzleiste passen, gar kein Problem. Und der Druckregler auch, die Druckmenge macht, also beziehungsweise den Benzindruck macht. Genauso optional so eine Performance-Ansaugbrücke. Ihr könnt auch erstmal die Originale weiternehmen. Auch wenn die aus Kunststoff ist. Golf 5 GTI aus Kunststoff. Funktioniert bis zu einer gewissen Leistung. Kommen wir zum nächsten wichtigen Abschnitt, und zwar die Ladeluftkühlung. Da wird jetzt der eine oder andere mit der Stirn runzeln und sagen, so zwingend super notwendig ist die ja auch nicht. So ein CLK 200 Kompressor hat ja auch keine Ladeluftkühlung. Ist richtig, weil der fährt ja auch ab Werk nur mit 0,2, 0,3 bar. Und weil die meisten nicht mit 0,2 bar mehr rumfahren, sondern mindestens mit 0,6, setze ich das jetzt mal an als zwingend notwendig. Ladeluftkühler. Ob wie hier luftgekühlt oder wassergekühlt, obliegt euch natürlich abhängig A vom Platzfaktor und natürlich auch B, ja, wie viel Lust habe ich zu basteln. Denn bei so einem wassergekühlten Ladeluftkühler brauche ich einen zusätzlichen Wasserkühler, eine zusätzliche Wasserpumpe und ein entsprechendes Leitungssystem. Bei so einem luftgekühlten Ladeluftkühler, den setze ich einfach irgendwie zwischen Stoßstange und Wasserkühler. Place to be brauche ich auf jeden Fall. Nächstes Bauteil, und zwar Blow-Off-Ventil, beziehungsweise hier ist es ein Blow-Off-Ventil, beziehungsweise Schubumluftventil. Was ihr da nimmt bei uns im Shop ist relativ egal. Pleuel. Ja, nicht zwingend notwendig. Wenn ihr aber den Motor natürlich standfest haben wollt, dann sind natürlich geschmiedete Stahlpleuel Pflicht. Kriegt ihr auch bei uns im Shop für wirklich eine große Range von Fahrzeugen. Allerletzter Punkt. Wir wollen ja mit dem Auto auch länger fahren als zum Schrottplatz. Dementsprechend eine verstärkte Kupplung. Ob ihr da gleich so extrem geht und halt jetzt eine 2 oder 3 Scheiben nimmt, ist immer abhängig von der Leistung. DKM bietet auch jetzt ganz neu relative Stockkupplung mit bis zu 50% mehr Drehmomentübertragung. Könnt ihr bei uns demnächst im Shop finden. Ansonsten natürlich gibt es noch diverse andere Hersteller. Wir bieten ja auch Competition Clutch an und so weiter. Also Kupplung auf jeden Fall. Natürlich gibt es noch diverse Kleinigkeiten, wo der eine oder andere von euch sagen wird, halt, ey, auf jeden Fall würde ich noch ACL-Lagerschalen empfehlen für die Mehrbelastung, und ich würde auf jeden Fall noch andere Nockenwellen empfehlen, und ich würde auf jeden Fall noch einen Ölkühler zum Beispiel empfehlen oder einen Catch-Tank. Das ist aber nicht zwingend notwendig, um einen Motor auf Turbo umzubauen. Es ist sicherlich im Betrieb dann empfehlenswert, gerade bei den aktuellen heißen Temperaturen, auf jeden Fall einen Ölkühler zu verbauen. Aber ich wollte euch jetzt nur mal einführen, was genau brauche ich denn, um wirklich einen Motor auf Turbo umzubauen, der nicht vorher schon auf Turbo umgebaut war. Ihr braucht also auf jeden Fall Cash Money, das so oder so. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann schreibt bitte in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann aktiviert einfach den Abo-Button und gleichzeitig die Glocke, denn dann werdet ihr immer rechtzeitig über die neuesten Videos informiert. Bis zum nächsten Video. Ciao.